Hallo alle miteinander. Sorry, Mikrofon habe ich zu Hause vergessen. Spontan. Da kommen wir wieder zu dem Thema Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der russischen Bevölkerung. Da bin ich jetzt wieder innerlich überwältigt, muss ich sagen. Also ich stand auf dem Parkplatz, gehe runter zum Auto und Reifen platt, hinten rechts, Beifahrerseite. Nichts zu sehen, was los ist. Kompressor rausgeholt, aufgepumpt. Gesucht, wo ich in der Stadt den nächsten Reifendienst habe. Ich bin gerade in einer Kleinstadt, habe 3 gefunden, den erstbesten, hingefahren. Reifen repariert, natürlich musste ich mir eine ganze Geschichte erzählen, warum ein Deutscher hier in der Prärie lebt, was ich hier suche. War erstmal erstaunt, natürlich halbe Stunde Laberababer, mit dem Ergebnis, ich wollte bezahlen. Da habe ich gesagt, ich kann nur Überweisung machen, vom Handy zu Handy. Sagt er, nee, geht bei ihm nicht. Da habe ich gesagt, hast du ein Terminal mit Bankkarte? Hat er auch nicht. Er sagt, er braucht sein Bargeld. Ich sag, Bargeld habe ich nicht einstecken. Dann guckt er mich an und sagt so, naja gut, hau ab, fahr zum nächsten Bankautomaten und bring's mir. Also so ein Vertrauen, Wahnsinn. Also A, hilfsbereit, sofort drangekommen. B, akkurat repariert. Es war eine Schraube reingefahren, mitten in die Lauffläche. Kann passieren, in Russland ist normal hier. Ja, und dann die Aktion gesagt, hau ab, los, fahr. Bankautomat ist 2 Kilometer weiter weg. Bringst es mir, wenn du Zeit hast. Also da, mir fehlen, ich sag die Worte, über die Hilfsbereitschaft und über die Freundlichkeit der Menschen und das Vertrauen. Das hast du eigentlich sonst nirgendwo mehr. Also ich wüsste nicht, wo es das noch gäbe. In Deutschland wäre das unmöglich oder Europa. Kenne ich nicht. Das wollte ich euch nur mal so erzählen. Einfach so mal aus dem Stegreif, Highlife, spontan. Bis später. Und jetzt die Frage kommt, warum hast du ein Video gemacht von der Reifenmontage? Von der Reparatur und von dem Reifendienst. Wollte ich. Aber er hat mich darum gebeten, er möchte keine Öffentlichkeit, er möchte auf keinem YouTube-Video zu sehen sein. Muss ich respektieren, Leute. Ich frage mal häufig, ob ich es machen darf. Dann kommen meistens die Fragen, wieso, weshalb, warum. Dann, ob ich einen YouTube-Kanal habe, sage ich ja. Wo kann man das sehen, sage ich, hauptsächlich in Deutschland. Ja, dann kommen meistens die Antworten. Ich habe keine Ahnung, warum. Viele mögen dieses in der Öffentlichkeit stehen hier nicht. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist. Also meine Erfahrung ist, so 60-70% mögen es nicht. Die sind zwar relativ offen zu uns und keine Probleme mit dem Deutschen aus der DDR. Die DDR-Bürger sagen, viele sind komplett anders in der Mentalität und in ihren ganzen Einstellungen als Mensch. Viel besser als die anderen. Sorry, Leute. Das ist meine Erfahrung. Höre ich immer wieder hier, dass man die DDR-Bürger viel mehr respektiert und viel mehr hier liebt und mit offenen Armen empfängt als die anderen. Sorry. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde dafür keine Erklärung, weil wer hierher kommt als Deutscher, egal ob er nur aus den alten Ländern kommt oder aus den neuen, der kommt nicht ohne Spaß zu uns hierher, wenn wir hier leben. Aber die Bevölkerung unterscheidet, muss ich echt so sagen. Ist meine Erfahrung, meine private Erfahrung, was ich hier erlebt habe. Ja, vor kurzem das Thema Ernährung. Also wir sind zu Gast bei ganz lieben Menschen für ein paar Tage, vielleicht eine Woche. Aus bürokratischen Gründen, weil wir das immer alles in der Stadt klären müssen, wegen Kindergartenplätzen und Schulplatz. Da ist ein bisschen was zu klären. So, da habe ich mir heute besorgt Hühnchenfleisch. Das liegt schon seit etwa 10 Minuten in der Pfanne und schrumpft nicht zusammen. Das Wort Hühnchen von französischem Style, Hühnchen vor Kräutern, ist meine Leidenschaft zu kochen. Das Ergebnis kann ich euch auch noch zeigen, aber nur mal so zum Vergleich. Wir werden mal in 10 Minuten noch mal schauen, wie weit es zusammenschrumpft, aber ich glaube, es wird nicht mehr viel zusammenschrumpfen, weil die Pfanne war genauso vor 10 Minuten. Ja, und einfach mal zum Thema Ernährung, was wir hier so schnappern, wenn es euch interessiert. So, etwa 10 Minuten weiter, Größenvergleich. Nicht viel geschrumpft. Mal ein kleines Video zum Auto. Wie ihr seht, die Zeiger stehen bei mir jetzt nicht auf 0. Und zwar nach dem letzten Elektronikfehler. Manchmal springen die Zeiger plötzlich hoch und bleiben nicht auf 0 stehen. Im nächsten kleinen Teilvideo zeige ich euch, wie ich das jetzt hier einfach mal reparieren werde. Ganz einfache Sache, per Reset, elektronischen Reset, ist es nicht möglich. Das ist auch so ein komisches Ding bei Lada, bei der Injector-Motor-Variante mit dieser Bosch-Elektronik, dass man das nicht richtig resetten kann. So, wir waren stehen geblieben, dass die Zeiger nicht auf 0 stehen bei mir.
Hier oben sind kleine Klipsverschlüsse. Die kann man aufdrücken. Und jetzt nehme ich einfach, was ich habe, den Schraubendreher. Na komm. Und bringe den Zeiger auf die Nullstelle. Anders geht's nicht. Weil Software Reset akzeptiert der Freund nicht. Jetzt können wir alles wieder reinklipsen. Und damit ist der ganze Spaß erledigt. Rahmen wieder draufsetzen. Durch an die Schrauben fixieren. Und jetzt sind wir wieder bei Null. Und es bleibt noch bei Null. Das nur so als kleiner Tipp, wenn man mit der Injector-Variante das Problem hat. Ist bei mir sehr oft aufgetreten und im Laderforen bei uns habe ich es auch gesehen. Dort haben andere dieselben Probleme. Ist irgendein Elektronikfehler. Manche sagen, man könnte es mit speziellem Tester oder Diagnosegerät auch softwaremäßig machen, aber bevor ich mir das besorge, sibirische Variante. Jetzt kommen wir noch zu was, und zwar Thema Touristik-Auswanderung, weil es wurde ja von euch in den letzten Videos ein paar Mal angesprochen und auch hatte ich per Privatnachrichten mal ein paar Fragen dazu. In der Form so, was wir hier machen können und wie wir euch helfen können. Und ich bin nicht allein. Wir haben Lukas in unseren OD, dann gibt es noch von mir so eine halbe Tagesreise entfernt den Sibirienwolf. Juri ist auch so eine halb bis dreiviertel Tagesreise entfernt in Irkutsk, beziehungsweise Krasnojarsk. Wir sind unterm Strich 4 Leute hier, deutschsprachig, die alle zweisprachig sind, relativ perfekt, Russisch-Deutsch. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und vor allen Dingen, wir leben schon eine ganze Weile hier. Das heißt im Klartext, wir drei erstmal, Lukas, Juri und ich, wir haben uns mal ein bisschen zusammengesetzt per Telefon. Mit Sibirienwolf müssen wir noch reden, der ist momentan nicht in Russland, der ist unterwegs. Aber den wird man auch gerne mit in das Team reinnehmen, was dann so die Fragen betrifft. Bei Bedarf natürlich. Wir drängen uns niemanden auf. Unterstützung bei der Migration. Das heißt, die ganzen Anträge, die ganzen Gänge, die man machen muss. Was gibt es zu beachten? Was braucht man? Mit euch mitgehen, mit euch oder euch begleiten, dort zusammen dorthin fahren zu dem Migrationszentrum und den ganzen Kladderadatsch, ich sag mal von A bis Z, durchgehen mit euch, alles ausfüllen, dass ihr den Antrag, ich sag mal, gut über die Runden kriegt und natürlich weitergehend, aber natürlich alles in Absprache, was ihr braucht, was ihr wollt. Dann, ich sag mal, bis zum Erhalt eures befristeten Aufenthaltstitel, was RWP wäre, oder wenn ihr WNG beantragt, ist dann sozusagen die Begleitung möglich, bis ihr es erhalten habt. Natürlich können wir euch auch unterstützen, dann beim Aufenthaltsort zu finden, wo ihr euch registrieren könnt, dass ihr eine Bleibe habt und später auch, sag mal, was den Kauf eines Grundstücks und Häusel oder in einer Wohnung betrifft. Das ist kein Thema. Und da kommen wir jetzt zu meinem Part speziell. Juri und Lukas werden extra Videos machen für euch, die wir hier in das Video-Gesamtpaket mit einbinden. Da will ich nicht vorweggreifen. Das machen die beiden selbst. Was da möglich ist und was da nicht möglich ist. Bei mir ist die Sachlage so, unser Häusl ist so klein, dass wir da jetzt Gäste für Wochen lang aufnehmen können. Unser Häusl reicht gerade so für unsere Familie. Das bedeutet, in den Sommermonaten wäre es möglich, im Prinzip ein Zelt draußen aufzubauen. Ist kein Thema. Aber das geht wirklich nur in Sommermonaten, wenn hier die Temperaturen so sind, dass man es hier aushalten kann. Ansonsten wäre es in der Stadt bei Juri in Irkutsk oder Krasnojarsk besser für euch. Oder wer weiter nach Osten will, dann bei Lukas.
Bedeutet, wir können euch hier helfen, ist kein Thema. Müsste man aber alles in der Stadt regeln, weil bei mir auf dem Dorf gibt es nichts. Das heißt, dann Krasnojarsk bzw. Irkutsk den ganzen Durchlauf machen, was die ganzen Anträge betrifft, die ganzen Papiere, Dokumente. Erfahrung ist vorhanden, Sprachkenntnisse sind vorhanden, Auto ist vorhanden. Das heißt, wir können überall zusammen hinfahren. Ihr braucht auch keinen Mietwagen. Können wir mit meinem Nada machen, beziehungsweise mit dem Volga. Auf meiner Seite ist aber mehr Erfahrung vorhanden, was den Kauf und die Suche vor allen Dingen, die Suche nach einer gemeldeten Immobilie und dem Land betrifft, vorhanden, weil ich bin insgesamt von 3 Grundstücken Besitzer, 3 Grundstücke, 3 Häuser und momentan sammle ich auch Erfahrung, wie das ist, ein Haus mit Grundstück wieder zu verkaufen, weil wir das nicht mehr brauchen in Ufa. Wir behalten nur unser Dacia und unser Häuschen hier. Uns reichen 2 Häuser, wir brauchen nicht 3. Das ist totes Kapital, was da rumsteht. Das heißt, das wäre mein Part. Wer hier in die Richtung will, Krasnojarsk oder Umgebung, Krasnojarsk, Irkutsk, dann dabei auch zu unterstützen. Das wäre mein Ding. Was Tourismus betrifft, ist es bei mir eher ungünstig. Ist nicht so mein Ding. Man kann mal eine Tagesfahrt machen irgendwo hin oder auch eine 2-Tagesfahrt. Wenn wir dann Sibelienwolf mit dem Boot haben, können wir Sibelienwolf besuchen. Das ist aber eigentlich von Juris Position aus der Stadt günstiger als von mir. Von mir ist es ein bisschen weiter weg. Habe ich gerade mal geschaut. Also das wäre jetzt so aus meiner Richtung, was ich anbieten kann mit Erfahrung, mit Wissen und mit meinen Sprachfähigkeiten. Weil ein Häusel hier finden und ein passendes Grundstück ist bei dem riesigen Angebot, was es hier gibt, ist sehr schwierig. Es gibt doch viele Fallen, wo man aufpassen muss, wo man beachten muss. Aber wenn ich euch das jetzt alles am Handy hier erzählen soll, dann wird das ein stundenlanges, füllendes Programm. Das müssen wir dann wirklich, wenn es soweit ist, wenn man sich trifft, gemeinsam besprechen. Dann kann ich euch im persönlichen Gespräch alles erklären. Wir können auch zusammen rausfahren, dann die Objekte anschauen. Ich weiß, worauf man hier achten muss, von der Bausubstanz her, von den Örtlichkeiten und auch die Gänge, die man dann machen muss, wegen Registration, wegen Kauf und Dokumente und allem drum und dran, ist kein Thema. Aber wie gesagt, das ist hier euch jetzt alles genau vorstellen im Detail. Das wird in mehrere Stunden füllendes Programm. Das muss dann vor Ort High-Life spontan entschieden werden bei persönlichen Gesprächen. Ja, wegen Kontaktmöglichkeit zu uns. Ganz einfach, über Juri. Im Kanal habt ihr die Kontakte-Möglichkeiten vorhanden. Kontaktiert Juri und er wird euch dann diejenigen Leute von uns, die ihr sprechen wollt, vermitteln. So einfach ist das. Kleine Ergänzung, was jetzt Sibelienwolf betrifft. Wir haben mit ihm noch nicht gesprochen, aber vom Prinzip her weiß ich, er hat dort auch Örtlichkeiten, wo man mal einen Urlaub verbringen kann, wo man wohnen kann und wo man Sibelien kennenlernen kann. Aber das müssen wir erst noch mit Sibelienwolf in Ruhe besprechen. Das ist jetzt noch nicht aktuell. Das ist nur vorab eine Information, auch er hat Möglichkeiten. Vor allem, wie ihr schon in anderen Videos gesehen und gehört habt, die Suche ist nicht einfach. Die Suche kann ein Glücksfall sein, dass ihr innerhalb von 1-2 Tagen was findet. Und das passt super. Das kann aber auch sein, dass ihr 1-2 Monate sucht. Und dass ihr auch viele Objekte abfahren müsst, anschauen, mit den Leuten vor Ort sprechen, euch die örtlichen Gegebenheiten anschauen, was ist alles vorhanden. Ist Kindergarten vorhanden, wenn es gebraucht wird? Ist Schule vorhanden? Wo ist die Schule? Wie weit entfernt? Sind Einkaufsmöglichkeiten vorhanden? Was ist mit der Stabilität vom Strom her? Wo ist Wasser? Was ist Mägenmüll? Wo ist der Müllplatz? Gibt es einen medizinischen Stützpunkt? Wo ist die Administration? Nicht jedes kleine Dorf hat eine eigene Administration. Das muss man sich alles selbst am besten vor Ort anschauen und erfragen. Und dann muss man mit sich selbst, klar kann man sagen, ja, das passt, das gefällt mir. Oder eben weitersuchen. Aber das geht nur vor Ort, Leute. Das geht nur vor Ort, mit viel Zeit, mit viel Geduld und jemanden, der euch führen kann. Moin allerseits. Sonntag. Was macht Matze sonntags? Sitzt am Laptop und macht elektrische Planung. Nur ganz kurz für unsere neugierigen Zuschauer, die gerne mal wissen wollen, was ich arbeite. Naja, und meine Handskizzen dazu und ich denke mal in 2 Stunden wird es fertig sein.
Und so sieht's aus, wenn es weitergeht. Planung bis ins Detail und dann wird's gebaut. Hier kommt noch eine Fragenbeantwortung speziell für unseren Zuschauer Recht und Freiheit 1883. Grundlegend muss ich dazu sagen, den Großteil deiner Fragen habe ich schon in älteren Videos beantwortet. Aber ich mache hier nochmal speziell für dich und für unsere neuen Zuschauer eine kurze Zusammenfassung. Meine Erfahrungen zum Auswandern, dazu muss ich sagen, das ist bei mir schon fast 7 Jahre her. Damals gab es andere Rahmenbedingungen. Einiges war komplizierter, einiges war besser. In der jetzigen Zeit habt ihr die Hürde zum Beispiel nicht mehr mit der Quote, ihr habt die Hürde nicht mehr mit der Sprachprüfung nach dem neuen UKAS von unserem Präsidenten. Aber es gibt eine neue Hürde und das ist der Führerschein heutzutage. Das heißt, vermutlich die jetzt den Schritt gehen, werden nicht um das Examen kommen nach Erhalt des Aufenthaltstitels. Meine Erfahrungen waren eigentlich so. Ich hatte damals das Problem, dass unsere gute deutsche Bürokratie und das russische System nicht unbedingt so perfekt ideal zusammenpassen. Deswegen habe ich auch den Fehler gemacht mit den Apostillen auf meinen Facharbeiterzeugnissen und Technikerzeugnissen und den ganzen Schulzeugnissen. Also meine ganzen Dokumente über meine beruflichen Dokumentationen, die ich besitze, sind zwar alle beglaubigt übersetzt, aber haben keine Apostille. Deswegen habe ich momentan das Problem, dass ich ein Examen machen muss in russischer Sprache, damit ich meine Klasse 4 bekomme, das im deutschen Elektromeister entspricht, dass ich hier offiziell arbeiten kann. Deswegen bin ich momentan in der Selbstständigkeit wieder. Kommen wir weiter zu meinen Erfahrungen. Anfänglich war es für mich sehr schwer hier in Russland mit meiner Auswanderung. Dank meiner lieben Frau haben wir es geschafft. Wir haben alles gemeinsam durchgekämpft, die ganze Bürokratie. Mit Schulrussisch kommt ihr ein Stückchen weit, ja. Ihr werdet einigermaßen verstehen und euch verständlich machen können. Aber es wird im Endeffekt nicht ausreichen. Ihr braucht Sprachpraxis. Nach etwa einem Jahr hatte ich so viel Sprachpraxis, dass ich mich einigermaßen gut verständlich machen konnte und ich auch verstanden habe. Aber ich habe auch sehr oft noch mit Handyübersetzer und mit einer Sprach-App nebenbei trainiert. Das bedeutet, es ist nicht so einfach, wie man es glaubt. Es gibt viele Probleme, die auftreten können, vor allem mit den Dokumenten, weil man das hier alles sehr genau nimmt. Das heißt, beim Auswandern ist meine Erfahrung, man muss auf die vielen Kleinigkeiten achten. Dann geht das. Und wie soll ich sagen? In meinem Fall ist es kein Fall, der, ich sag mal, nach Schema F funktioniert hat. Dadurch, dass unsere beiden Kleinen gekommen sind, ganz überraschend, unsere Zwillinge, und das auch relativ schnell, war bei mir die Situation völlig anders. Bedeutet meine Meinung aus heutiger Sicht, einfach so blauäugig hier rüberkommen und das alles dann von selbst läuft, funktioniert nicht, Leute. Ihr müsst dafür was tun. Und da ist die Vorbereitung in der alten Heimat eigentlich das A und O. Das heißt, alle eure Dokumente, die ihr habt, die ihr mitbringen müsst, egal ob es nur internationale Geburtsurkunde ist oder wenn ihr hier heiraten wollt, Ehefähigkeitszeugnis, eure Ausbildungszeugnisse, eure Abmeldebescheinigung und der ganze Kladderadatsch, sollte nach bester Möglichkeit apostiert sein. Damit ihr dann hier einen guten Start habt. Natürlich gibt es heutzutage Riesenprobleme mit den Führungszeugnissen. Da kommen sofort dumme Fragen und das dauert ewig lange, ehe die apostiert sind. 6 bis 8 Wochen habe ich gehört. Ob das aktuell ist, weiß ich nicht. Und ob es die überhaupt noch gibt, weiß ich auch nicht. Ob die euch noch ausstellen. Das könnt ihr aber alles selber erfragen in eurer alten Heimat. Und für diejenigen, die ein Visum brauchen, beziehungsweise die weitere Beratung brauchen auf die aktuellen Gegebenheiten, habe ich eine Telefonnummer und einen guten Freund in Deutschland, der euch helfen kann. Den Kontakt kann ich euch dann vermitteln. Dann müsst ihr euch an Juri wenden, dass er euch meinen Kontakt gibt.
dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben als allererstes und dann können wir uns über Telegram zusammensetzen und das, soweit es mir möglich ist, klären für euch. Das bedeutet im Klartext, im Fazit, meine Erfahrung, das Auswandern an sich, das ganze Prozedere Migration war nicht einfach. Es war manchmal fast schon täglich ein Kampf gegen die Bürokratie. Ich bin insgesamt 7 Mal mit dem Auto gefahren, hatte damals ein Chevrolet Lacetti. 7 Mal Deutschland, Russland, Deutschland, Russland, Deutschland, Russland, hin und her. Ufa, Bautzen, Ufa, Bautzen. Und fragt nicht, wie viele Kilometer das waren, wie viel Kraft das gekostet hat, welche Anstrengungen und welche Kosten da auf mich aufgelaufen sind. Das war aber auch begründet in der Tatsache, dass wir bei der Erstantragstellung einen Fehler hatten. Dann war mein Führungszeugnis abgelaufen. Und dann ging der ganze Spaß immer weiter mit irgendwelchen Problemen, die auf deutscher Seite gewesen sind, die ich klären musste, beziehungsweise dann hier wieder mit der Anerkennung der Dokumente. Aber wie gesagt, Leute, das war eine andere Zeit. In dem Punkt habt ihr es heute leichter. Wie gesagt, ihr braucht keine Sprachprüfung mehr, ihr braucht keine Quote. Die Quote braucht ihr dann zum Glück auch nicht mehr, weil ich Familienvater waren, weil wir verheiratet waren. Und da kommen wir schon zu deiner nächsten Frage. Grundsätzlich, wie ist das mit dem Lebensunterhalt hier bestreiten? Wenn ihr alle eure Dokumente habt aus Deutschland, egal welchen Beruf, und die apostiert sind, dann habt ihr schon mal ein Problem nicht. Ihr könnt diese Notifikation machen, die Anerkennung. Das heißt, ihr bekommt dann eure deutschen Dokumente hier anerkannt, euren Beruf. Und wenn ihr dann euren Aufenthaltstitel habt, dann könnt ihr euch hier auf dem freien Markt einen Job suchen. Jobs findet man hier über Internetportale. Headhunter zum Beispiel, Yola, Avito. Da gibt es viele Angebote, viele Rubriken. Der zweite Zweig, wo man was finden kann, dort, wo ihr euch aufhaltet, wo ihr registriert seid, in dem Dorf, in der Stadt, in der Region, gibt es mit dem neuen Messenger Max viele Chats, viele Angebote, regional und auch über Telegram. Es wird noch sehr viel Telegram benutzt. Das heißt, ihr habt dort regelrechte spezielle Chats für Jobsuche, für Jobangebote. Und dort könnt ihr euch dann das Passende, was für euch in Frage kommt, raussuchen. Natürlich Bewerbungsgespräche müsst ihr selber machen. Und dann müsst ihr aber auch wirklich so in dem Punkt das Russisch gut verstehen und Russisch sprechen können, dass ihr das persönlich machen könnt. Ansonsten wird es schwierig. Ja, welche Fachkräfte werden hier gesucht? Fachkräfte suchen man hier in allen Bereichen, ob im medizinischen Bereich, ob im Verkehrswesen, ob in der Industrie, in der Metallindustrie, Elektro, Holzverarbeitung. Es gibt hier Jobs von A bis Z. Kraftfahrer werden auch viele gesucht. Es ist wirklich alles vorhanden. Aus allen Bereichen. Verkäufer, Verkäuferin, Lagerarbeiter. Also ich habe Angebote gesehen, wirklich quer gefächert über alle Gewerke, über alle Profession auf Deutsch. Berufe, Entschuldigung. Ich vergesse schon deutsche Worte. Also in allen Berufszweigen, Sanitärtechnik, Tiefbau. Es ist wirklich in allen Bereichen. Das, was natürlich nicht funktioniert, zum Beispiel Lehrer oder was ist noch schwierig? Versicherungskaufleute zum Beispiel. Ihr dürftet schwer haben, hier was Adäquates zu finden. Aber zum Beispiel Landwirt, Agrar, Forstwirtschaft. Wenn ihr einfach nur zum Beispiel Schäfer seid oder in der Tierzucht, da kann man sich selbst was aufbauen. Ich habe es hinter mir gehabt, ich habe lange Zeit selbstständig gearbeitet, ich war erfolgreich, ich bin Elektriker. Und meine Ausbildung zählt hier als kleiner Ingenieur. So, und damit hatte ich die ersten Jahre wenig Probleme. Natürlich hatte ich mit der Zahlungsmoral Probleme in einigen Gebieten. In einigen Gebieten ging es super, andere ging schlecht. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, mit Selbstständigkeit kommt man hier, wenn man halbwegs eine gute Ausbildung hat und Fachwissen, kommt man auch weit. Aber davon kann man leben. Ein Kostenpunkt zu Wohnungen oder zu einem Häusl, wie ich es habe. Mein Häusl war ein Glücksfall. Aber wir haben da auch fast 2 Monate lang suchen müssen. Das heißt, einfach herkommen
Aufenthaltstitel und sofort ein Häusl haben. Leute, vergesst es. Ihr braucht Geduld und Zeit. Hier in Russland laufen die Dinge anders. Hier läuft das so, was heute nicht wird, wird morgen. Und wenn es morgen nicht wird, wird es übermorgen. Das heißt, ihr braucht viel Geduld, Zeit, Kraft, Energie, Durchhaltevermögen. Und dann auch jemanden, der euch in der Hand nehmen kann, der vielleicht teilweise, wenn ihr die Sprache nicht richtig sprecht, noch nicht versteht, der mit euch rausfahren kann, das anschauen, die Verhandlung machen kann. Ansonsten wird es schwierig. Gebe ich offen zu, nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Das heißt, mein Häusl war 300.000. Ein Schnäppchen. Wir haben Häuser gefunden und Wohnungen im Bereich von meinem 300.000, teilweise Grundstücke mit Abrissruinen drauf, wirklich Abrissruinen, schon ab 250.000 bis nach oben, fast offene Grenze, 5, 6, 7, 8 Millionen Rubel. Aber solche Neubauten, solche neuzeitlichen Hütten, sage ich euch ehrlich, möchte ich hier nicht kaufen. Nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Weil die Qualität meistens in diesen Häusern an allen Punkten Probleme hat. Das beginnt beim Fundament, über Sanitärtechnik, über Wasserleitungen, über Heizungstechnik bis hin zur Elektrik. Deswegen bin ich der Fan von einem alten Holzhaus. Und dort kann man dann relativ viel, wenn man ein bisschen handwerklich gut aufgestellt ist, eigentlich fast alles selber machen. Und meine Meinung ist, was ich selbst gebaut habe, selbst repariert habe, da passt die Qualität. Zumindest so, dass es mein Leben die nächste Generation aushalten wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen momentan. Ich hoffe, ich habe es soweit ich kann beantwortet. Ansonsten, wie schon so oft gesagt, lasst euch den Kontakt geben von Juri. Dann können wir das per Privatnachricht in Ruhe besprechen.